Fuck. Ja, hallo wieder. Willkommen zurück zu einem neuen Part von The Beginner's Guide. Wir sind in Kapitel 8 Notizen, April 2009. Es werden hier Notizen hinterlassen. Wir können auch Notizen hinterlassen. Mal schauen, was dieser Spieler an einer Notiz hinterlassen hat. So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Interessant, also natürlich nicht mit dem Internet verbunden. Wissen Sie alle von ihm. Wie schafft man dieses Spiel? Darum von wegen. Hat doch alles keinen Sinn. Dass er diese ganzen Dinger selbst hingepostet hat. Wow. Und eine riesige Schlange von Notizen. Eine riesige Schlange. Macht's alles noch merkwürdiger. Du meine Güte. Könnt ihr mich hören? Wow. Hallo, hallo. Plausibel. Oh, feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. But it's ironic, isn't it? That in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Ich habe gerade einen fliegenden Pinguin gesehen. Das war das Schönste, was ich je gesehen habe. Mein Leben keine Zenten, denn das Wasser wird mir nicht passieren. Ich möchte nichts mehr sehen, dann nichts. Hier ist so schön sein wird. Ich werde weinen und den Plan fassen, mir die Augen auszukratzen. Genau das muss ich jetzt tun. What the fuck? Fürchte dich nicht, sondern kümmere dich. Alter, zu viele Notizen. Aber ich schaue sie mir mal an. Warum gibt es heute so Gras und Beton hier? Was soll das? Quatsch. Ich möchte dir ein Geheimnis raten. Vor langer Zeit habe ich einmal... Definiere Spaß. Ich bin der König der Welt. Meine Güte. So viele Notizen. Ein trauriger Ort. Hey. Lest das bitte. Nee, das lese ich jetzt nicht. Ne, meine. Kein Bock drauf. Also lesen, nö. Wieso sollte ich das lesen? Alter, zu viele Notizen. Aber ich lese mir alle durch, weil das ist interessant. Was zum Teufel ist das hier? Ja. Ganz viele Gedanken werden hier, die Coda wohl dachte, dass andere Spieler über das Spiel vielleicht hätten, werden hier in Form von kleinen Notizen manifestiert. Langweilig. Ich kann mit absoluter Sicherheit garantieren, dass es hier an diesem Ort irgendwo einen Eichel gibt und Seeleute danach suchen. Was? Okay, runterspringen kann man nicht. Hey Leute, wer hat Lust zu quatschen? Ich weigere mich zu glauben. Hintern. Popo-Arsch. Was? Ich muss aufs Klo, dann geh doch. Bitte erkenn mich doch. Nope. Hier gibt es nichts für Schwimmen. Ignoriere das einfach. Kostenloses T-Shirt. Man muss hier raus. Warum Tür zu?
Mach dein Spiel mit einer Tür. Tür lässt sich nicht öffnen. Danke auch. Sesam, öffne dich. Wie geht die Tür auf? Gar nicht, vermute ich. Irgendwann werde ich die Person, die das hier fabriziert hat, kennenlernen. Okay. Ich helfe anderen, weil ich mich dadurch gut fühle. Neuer Raum! Riesiger Raum. Mit vielen Notizen. Hörst du das Läuten? Das treibt dich an, stimmt's? Ich will begehrt werden. Hier ist es nicht zerfallen. Hab Angst, was zu schreiben, will nicht, dass du mich andere bewerten. Innere Gedanken und Gefühle werden hier manifestiert durch die Schrift. Du kannst hier reingehen, glaube ich. Willkommen und herzlichen Glückwunsch, keine Ahnung, wie es weitergeht. Alter, lass gut sein. Ein Spiel, bei dem man Notizen hinterlässt und jeder zum Poeten wird. Zum Proleten vielleicht? Wer weiß. Ich muss hier raus. Ich habe hier nichts geschrieben. Ich bin überzeugt. Stopp, zurück! Wer weitergeht, wird Elend enden. Ja, dann gehen wir mal weiter. Ich habe so viele Notizen hier. Gib mir die Hand, wir springen gemeinsam. Kann nicht springen. Ja, beim Bild sind natürlich viele Notizen. Hätte ich mir auch denken können. Blumenkohl prägt unsere Nation. Was ist das für ein Bild? Habe ich mir auch gedacht. Wohin du kommst, spielt keine Rolle. Sprich so nicht mit mir. Sehr gutes Spiel. Ich glaube, das führt zu nichts. Ja, das glaube ich auch. Nächstes Mal mache ich es besser. Was nächstes Mal? Nochmal neu gestellt und nochmal gespielt aus. Brauche jemanden zum Reden. Ja, wenn du Notizen hinterlässt irgendwo in einem Game, das so komisch ist, dann bräuchte es auch jemanden zum Reden. Das soll eine Notiz sein. Ignoriert die anderen Zettel. Aber wir kommen sogar zum Bild. Scheiße. Ich bin in Gefahr. Oh fuck. So viele Ideen und Gedanken zu dem Bild. Scheiße. Scheiße. Heute habe ich gelernt, dass man nicht fallen kann. Ja. Ethisch. Da ist jemand runtergelaufen und jetzt kommt er nicht mehr zurück. Teufel, Turm, Stern. Gut gemacht, ihr alle. Gemälde, was heißt das wohl? Tu nicht so, als ob. Kunst. Leute, was geht? Alles gut. Hilfe, ich versuche zu sprechen. Ich glaube, es geht darum, wie es in der Nähe ist. Nach Chaos aussieht und aus der Ferne perfekt. Okay. Von hier oben sieht man nur kleine Punkte. Boah, Leute, dieses Whispern mit dem Blumenkohl prägt unsere Nation schon wieder. Irgendwann sterben wir alle. In Caps Lock. Wer seid ihr alle? Wer das hier gemacht hat, hat echt Probleme. Oh komm schon, das ist gemein. Er ist nur komisch. Hör auf so zu tun, als wärst du jemand anders. Spoiler Alert, das heißt alles nichts. Aber wer hätte das gedacht? Was für ein Möchtegern-Spiel, ihr seid alle so bescheiden. Teufel, Turm, Stern. Schon wieder, Alter, hier wird copy-pasted oder was, ey? Was soll das? Er war er selbst, das schrecklichste Wesen, das man sich vorstellen kann. Wenn der Typ alle diese Notizen selbst geschrieben hat, Junge, der hat Probleme. Irgendwann fühle ich mich vielleicht mal echt. Holy shit, Alter. So, hier bin ich. Ja, da sind wir alle. Es muss aber einen Grund geben. Sein schreckliches Geheimnis hat er gut gehütet. Ich hab das Spiel geschafft! Hurra! The best. Mehr Räume. At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. Hab ich doch gesagt. Da habe ich auch genauso gedacht. Er muss erst das hinterste Kapitel abschließen, bevor er zum nächsten gehen kann. Raus, raus, ich will hier raus. Er hat es zerteilt und auf die Welten aufgeteilt. Fast geschafft. Ich habe alles gesehen, ich habe die Welt bereits, ich habe es niemandem erzählt.
Wäre toll, wenn es auch in der echten Welt solche Notizen gäbe. Ja, das war sogar ganz interessant. Wette 1 mit dem enormen Unsinn. Es wäre doch interessant, du gehst an irgendeinen Ort, zum Beispiel einen Eiffelturm, und dann plättert dir jeder seine Notizen hin, die du dann lesen kannst oder so. Die Gedanken, die Gefühle, die jemand hatte bei Bestaunen von bestimmten. Nach unten, immer weiter graben, immer weiter graben. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Und hier ist das Film. Gibt's hier noch eine Lösung? Oh Gott, ich bin schon eine Stunde hier, what the fuck, was jetzt? Hilfe. Das ist doch Quatsch, die zweite Tür geht nicht auf. Verdammt, wie löst man sowas? Programmierer antwortet nicht. And because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, you get to pause. Just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Das ist doch keine Idee. Oh, gibt keine Antwort. Gibt keinen Zeitschalter. Keine Lösung. Seid ihr Idioten? Als ob ich der Einzige bin, der hier dieses Rätsel schafft. Da, genau. Da gibt es noch einen. Da gibt es eine Sprechblase. Alter, dieses Labern wird immer krasser. Was ist das? Kein Geräusch. Wie schreibt man diese Notizen? Oh, Schreibmaschine überall. Überall Schreibmaschinen. Die ganzen Notizen. Und da ist die Lampe wieder. Bist du da? Bitte sag etwas. Irgendwas. Wir müssen irgendwas definieren. Sprich mit mir bitte. Warum fällt diese schwarze Sprich? Sprich. Auch Pornostars leben nicht hier. Okay, this one is tough. It's gonna kind of just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Wow, das what the fuck? Das. Okay, da hinten ist ein Brunnen, wir sind aber in diesem Raum gesperrt. Wir haben hier eine Tür. Schon ein interessanter Raum. Hier ein Durchgang. Wie immer, schreibt eure Interpretation zu diesem Abfuck. Zu diesem Game. Das ist der Brunnen. See, like, this is it. The whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. Okay, hier ist wieder der Brunnen. Wir können zu diesem schönen Brunnen hingehen. Welche Möbel sollen in die Raummitte? Wie wäre es mit einem Fernseher mit Surround Sound, ein Kühlschrank? Mach ein großes Loch in den Boden. Okay, was mit der Wand? Ich glaube, es ist egal, was wir auswählen. Ein Dachfenster, ein ganz normal. Es wird immer dasselbe kommen, egal was wir eingeben. 10 Öfen wahrscheinlich nicht. Wir brauchen einen Tisch. There's a bit more to this one, but still it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake.
Das ist einfach nur komisch. Nicht diese komische. So, okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Okay. Hallo, bitte geh vorwärts. Ich ein bisschen Stanley Parable. Mit dieser Anleitung kommst du aus jedem Gefängnis heraus. Folgende Anweisungen auf, vergiss keinen Schritt. Zuerst musst du auf diesen Tisch klicken. Und bevor wir auf diesen Tisch klicken, beenden wir diesen Part. Bis zum nächsten Mal.